Hattest du von dir auch schon mal den Verdacht, dass du nach außen hin völlig perfekt wirkst? Du strahlst, du hast Energie und die Menschen in deinem Umfeld bewundern deine scheinbare Leichtigkeit. Aber tief in deinem Innern spürst du, wie sich eine schwere, dunkle Wolke zusammenzieht. So erging es Laura. Sie war bekannt für ihre lebendige Art und ihre natürliche, fließende Anmut. Sie schien alles im Griff zu haben, doch dann geriet eine ihrer engsten Beziehungen ins Wanken. Plötzlich waren da Missverständnisse, verletzende Worte und ein eisiges Schweigen, das sie nicht mehr ignorieren konnte. Vielleicht fragst du dich in solchen Momenten auch, warum passiert mir das gerade jetzt? Der Grund ist oft eine tiefere geistliche Wahrheit. Gott lässt diesen emotionalen Druck manchmal zu, um uns zu prüfen. Er möchte sehen, worauf wir uns wirklich verlassen. Auf unsere eigene Klugheit, unsere sympathische Ausstrahlung oder auf ihn als unseren Vater. Inmitten dieser Krise stieß Laura auf eine Botschaft, die alles veränderte. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Licht steht für Gottes Wesen, für absolute Reinheit, Heiligkeit und vor allem für die Wahrheit. Licht hat die Eigenschaft, alles sichtbar zu machen. Gott täuscht nicht, er deckt auf, was wirklich in uns vorgeht. Laura begriff, dass dieser Beziehungsstress wie ein helles Scheinwerferlicht wirkte, das in die verborgenen Ecken ihres Herzens leuchtete. Dort sah sie Dinge, die sie jahrelang unter ihrer freundlichen Fassade versteckt hatte. Tiefe Bitterkeit, den Drang, Recht behalten zu wollen und eine unversöhnliche Haltung. Sie verstand, dass sie nicht gleichzeitig im Licht wandeln und diese dunklen Stellen in ihrem Herzen pflegen konnte. Alles, was mit Lüge oder zerstörerischen Motiven zu tun hat, passt schlichtweg nicht zu Gottes Wesen. Gott nutzte den Konflikt, um Laura eine wichtige Lektion zu lehren: Ehrlichkeit. Er lud sie ein, ihr Hadern mit sich selbst nicht mehr schön zu reden, sondern ans Licht zu bringen. Laura traf eine Entscheidung. Sie hörte auf, die Schuld nur bei der anderen Person zu suchen. Sie trat vor Gott und nannte ihre Bitterkeit und ihren Stolz konkret beim Namen. In diesem Moment der Umkehr merkte sie, dass Gott sie nicht verurteilen wollte. Sein Licht dient nicht dazu, um zu beschämen, sondern uns den Weg zu zeigen und uns innerlich zu reinigen. Durch diese Erkenntnis wurde Lauras Charakter geformt. Sie verlor ihre oberflächliche Maske und gewann eine neue, tiefere Stärke. Sie lernte, dass man erst dann wirklich frei ist, wenn man nichts mehr vor Gott verstecken muss. Heute begegnet Laura anderen Menschen mit einer neuen Aufrichtigkeit. Sie weiß, wenn wir im Licht Gottes leben, verändert das nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Entscheidungen und all unsere Beziehungen. Der Druck, den sie spürte, hat ihre innere Kapazität erweitert, damit sie nun mit einem reinen Herzen und echter göttlicher Kraft vorangehen kann. Wenn du gerade spürst, dass Gott die Scheinwerfer in deinem Leben voll aufgedreht hat und die Dinge sichtbar werden, die dir absolut unangenehm sind, dann erschrick nicht. Das ist kein Zeichen dafür, dass du versagt hast. Es ist deine Bestätigung. Gott bereitet dich vor. Er lässt diesen inneren Druck in deinen Beziehungen oder in deinem Herzen zu, weil er deine Kapazität erweitern will. Er möchte sicherstellen, dass du nicht auf deinem eigenen Stolz oder deiner Fassade baust, sondern allein auf ihm, der das Licht ist. Er bricht deine Maske, um deinen wahren Charakter zu festigen.
Wenn du merkst, dass sein Licht gerade eine dunkle Stelle in deinem Alltag aufdeckt, dann versteck dich nicht. Nimm es als Zeichen seiner Gnade. Er verurteilt dich nicht, er ruft dich heraus aus der Finsternis in seine Freiheit. Wenn diese Botschaft heute dein Herz berührt hat, dann möchte ich gerne, dass du jetzt eine Sache tust. Schreib: Vater, ich vertraue deinem Prozess in die Kommentare. Das ist kein bloßer Satz, sondern deine persönliche Glaubensentscheidung, von nun an im Licht zu wandeln und Gott die volle Kontrolle über deinen Charakter und deine Beziehungen zu geben. Und wenn du jemanden kennst, der gerade mit Bitterkeit kämpft oder kurz davor ist, an einem Konflikt zu verzweifeln, dann teile diese Geschichte jetzt mit dieser Person. Es könnte genau das Wort der Wahrheit sein, das sie heute braucht, um nicht aufzugeben. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir gemeinsam tiefer in die biblischen Botschaften eintauchen können. Gott segne dich, mein Bruder, meine Schwester. Bleib im Licht. Bis zum nächsten Mal und alles Gute für dich.